Sie kommen wieder, die Urlauber. Und sie landen wieder, die größten und modernsten Passagiermaschinen nach 14 Monaten Stillstand. Flugbetrieb! Juhu. Die Zahl der Geimpften steigt und damit auch die Lust am Reisen. Volle Flieger in der Pandemie. Wie sicher ist der Urlaubstrip? Achtung bitte. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern. Frachter und Militärmaschinen landen in Frankfurt, am wichtigsten Drehkreuz für Fracht in Europa. Terminal 2. Ein Jahr waren hier die Lichter aus. Jetzt der Neustart. Viel Arbeit für Area Managerin Nathalie Kaiser. Habe ich Licht, habe ich Strom, laufen die Lüftungsanlagen, also habe ich Klimaanlage, habe ich Heizung, sodass wir wieder Passagierabfertigung machen können. Die Corona-Krise hat die Luftfahrt verändert. Desinfektionstüchlein. Neue Herausforderungen für Piloten wie Dino Prag. Man darf da nicht in absolute Euphorie verfallen, aber es ist alles besser, als was bisher einfach war. Sichert der Neustart Arbeitsplätze? Exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf Deutschlands größtem Airport. Ein Virus stoppt die Luftfahrt. Weltweit sind hunderte Flugzeuge geparkt, Zehntausende Menschen haben ihren Job verloren, auch in Frankfurt. Ist das Schlimmste jetzt vorbei? Geht es aufwärts? Tanja Campus und Tobias Krascht sind seit einem Jahr in Kurzarbeit. Monatelang war auch für sie unklar, wie ihre Zukunft am Flughafen aussehen wird. Es gab Zeiten, da haben wir uns wirklich große Sorgen um unseren Job gemacht. Und man freut sich sehr, dass man noch einen Job hat. Und man freut sich auch, dass es so langsam wieder ein bisschen vorwärts geht hier. Dass wieder Sachen geöffnet werden, dass wieder mehr fliegt und dass man nicht mehr alleine hier an der Piste steht, sondern dass da auch Flugzeuge sind. Beide arbeiten als Airport Duty Manager. 6 Lima 1 and ready for inspection 25 Center. Sie kontrollieren den Betriebsablauf, sorgen auch für Sicherheit. Ihr erster Auftrag heute: Kontrollfahrt über die Landebahn. Dafür brauchen sie die Erlaubnis des Towers. Doch der hat gerade keine Zeit. Zu viele Flieger im Anflug. Flugbetrieb! Juhu. 500 Flugbewegungen sind heute gemeldet, doppelt so viele wie vor einer Woche. Wie in alten Zeiten. Tut echt ein bisschen gut. Folien, Dreck, Hindernisse könnten auf der Bahn liegen. Eine Gefahr für Flugzeuge. Die Kontrollfahrt heute mit Glücksgefühlen. So macht das Spaß. Das ist immer noch so mit das beste Bild, was man hier haben kann. Mit dem Flieger auf der Bahn. Sie können wieder zu zweit fahren. Vor 2 Wochen wegen Corona noch verboten. Die Überprüfung muss schnell gehen und nur in Etappen. Das heißt, du musstest jetzt runter, Tobias, oder? Ja, da hinten siehst du den Flieger ja schon fast über den Lichtern sozusagen. Der Flugbetrieb nimmt wieder zu, jeden Tag. Vor allem morgens und abends landen Maschinen im Minutentakt. Nachmittags ist die Lage ruhiger, die Corona-Krise wieder spürbar. Und noch etwas fällt auf. Man merkt, dass hier auffällig viele moderne große Flugzeuge jetzt nach Frankfurt kommen. Also wir haben unheimlich viele Airlines, die mit Dreamlinern und oder A350ern zum Beispiel jetzt zu uns nach Frankfurt fliegen. Sind wirtschaftlicher, sind leiser. Airlines haben alte Flieger stillgelegt. 115 Maschinen allein beim Lufthansa-Konzern. Müsst du schon wieder runter? Ja. Was ein Stress. Auch wenn es jetzt nach viel aussieht, der weltweite Luftverkehr wird auf Jahre hin weniger sein als vor der Krise. Die Baustelle. Da fehlt ein Stück, da fehlt auch ein Stück. Das war das, was ich, glaube ich, gesehen habe. Bahnen und Rollwege wurden in der Pandemie erneuert. Tagsüber. Arbeiten, die vor Corona nur nachts möglich waren. Für was sind die Ketten? Um die Piste rum gibt es dann einen Sicherheitsbereich, der immer hindernisfrei sein muss. Und damit diese Arbeiten hier... Oh, super, die haben den Radabweiser da drauf gestellt. Ach Gott. Nee, die kriege ich da nicht raus, das kannst du vergessen. Duty Manager können viel bewegen. Aber bei einem 400 Kilo schweren Radabweiser ist Schluss. Das heißt, wenn hier tagsüber Arbeiten wären, ist das hier quasi die Grenze. Aber da muss einer herkommen, der den Radabweiser hier irgendwie anheben kann.
Das geht mit Muskelkraft leider nicht. Wirtschaftsingenieurwesen hat er studiert. Seit 10 Jahren ist er Duty Manager. Sein Auftrag: nichts darf den Flugbetrieb einschränken oder gefährden. Tobias Krast und seine Kollegen arbeiten im Schichtbetrieb rund um die Uhr an 365 Tagen. 250.000 Passagiere kamen jeden Tag vor Corona. Aktuell 60.000, knapp ein Viertel. Die Krise hat auch Gewinner, die Privatjets. Die Buchungen steigen rasant. Wer das nötige Kleingeld hat, fliegt auf Abstand zur Menschenmasse. Für Tanja Campus ist die Kontrollfahrt beendet. In 3 Stunden ist die nächste Tour. Der Neustart nach der Pandemie, er hat begonnen, sagt sie. Und sie blickt optimistisch in die Zukunft. So, ich hab's geschafft für heute. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir sehen uns. Der Flughafen bockt. Neuer Auftrag für Tobias Krast. Die Delta, ja? Steht auf Position 2. Er muss zur Nordwestlandebahn. Die Flieger müssen weg. Vom Terminal Duty Manager zur Lufthansa-Basis. Tor 21. 6-8. Flight Operations Center. Die Piloten Dino Prag und Alexander Holzer planen ihren Flug nach Griechenland. Sie sind nicht alleine. Knapp 40% der Lufthansa-Flotte ist heute unterwegs. Zum Glück sehen wir hier wieder Damen und Herren stehen, die ihr Briefing vollführen. Beim letzten Mal waren wir ja ganz alleine. Aber bis die Normalität eintritt, wird es noch eine ganze Zeit dauern. Mit Kapitän Dino Prag sind wir im April letzten Jahres nach Barcelona geflogen. Nur wenige Tage nachdem die Luftfahrt weltweit zusammengebrochen ist. Man sieht noch keinen Flieger, der in die Luft abhebt. Es ist erschreckend, ja. Wir sind ganz alleine. Es ist eine einmalige Situation, die vermutlich noch kein Pilot in der Art und Weise erlebt hat. Und jetzt, 14 Monate später? Ich bin relativ viel jetzt geflogen tatsächlich in der letzten Zeit als Ausbilder. Bin mir die ganze Zeit ja eingesetzt und daher war ich fast ununterbrochen jetzt durch die ganze Pandemie hindurch auch im Einsatz. Und habe 1 Monat Kurzarbeit gehabt im letzten Jahr, dann durch einen Fahrradsturz mal eine kleine Auszeit leider, aber ansonsten habe ich komplett durchgearbeitet. Der Flug heute eine Premiere. Zum ersten Mal landet die Airline auf Mykonos. So, Briefingraum 8. Ja, aber gerne. Briefing mit der Crew. Hallo. Geimpft Hallo. ist noch keiner. Dino, hallo. Aber getestet sind sie alle. Dino, hallo. Hi. Dino, hallo. Euch geht's allen gut? Gesund? Sehr schön. Top. Ich auch. Gestern noch mal getestet, heute Morgen wieder getestet. Auch alles wunderbar. Sie besprechen Hygieneregeln. Passagiere dürfen nur mit negativem Schnelltest an Bord. Ansonsten fliegen wir heute 2 Stunden 15. Es kann so die erste Stunde ein bisschen wackeln. Dann Immer los. Lufthansa hat ihre Strategie geändert. Noch fehlen die Geschäftskunden, deshalb hofft der Konzern auf Umsatz mit Urlaubern. 20 Touristenziele ab Frankfurt sind neu im Angebot, darunter Mykonos. Fast alle Positionen am Terminal 1 sind belegt. sieht schon besser aus, auf alle Fälle, ja. Da vorne ist unser Flieger auch schon zu sehen, ein A320 Neo. Dankeschön. Gate A58, gebaut extra für das größte Passagierflugzeug der Welt, den Airbus A380. Jetzt docken die Kleinen an. Und an ist er. Hygiene im Cockpit ist Chefsache. Also diese ganzen Kontaktflächen hier vorne, die putzen wir selber, die desinfizieren wir selber, weil darf sonst nicht gereinigt werden. Darf sonst nur die Technik machen oder eben die Piloten. Der Laie könnte sonst beim Putzen die Knöpfe verstellen. Der Flieger wird voll. 160 Passagiere haben ein Urlaubsticket gebucht. Ihr Lieben, in 9 Minuten würden die Gäste an Bord kommen. Ist das okay? Ja, Daumen. Perfekt, super. Dann bin ich mal kurz draußen. Dino Prag ist seit 5 Jahren Kapitän. Mit seiner Familie wohnt er in Kelkheim. Die Krise hat ihm schlaflose Nächte beschert. Ausgaben daheim wurden reduziert. Die Sorge, den Job zu verlieren, war jeden Tag da. Das Fliegerherz war schwer. Und es ist jetzt
teilweise ein bisschen leichter geworden, weil man tatsächlich wieder Bewegung sieht. Aber es ist immer noch die Unsicherheit. Wie entwickelt sich alles weiter? Haben wir es wirklich überwunden? Wie sieht die Fliegerwelt danach aus, wenn wir deutlich kleiner operieren und weniger Flüge machen? Wir hoffen natürlich alle, dass wir dann irgendwann mal wieder alles überwunden haben und dort stehen, wo wir auch 2019 waren. Aber wir wissen es halt nicht mit Sicherheit. Der Flieger einer A320 Neo, nagelneu, ausgeliefert im September letzten Jahres, mitten in der Pandemie. In kleinen Gruppen dürfen die Gäste einsteigen. Hallo, herzlich willkommen. Einmal für Sie. Dazwischen eine Minute Abstand. Die meisten Passagiere wollen nur eins. Richtig Urlaub, ja. Und wie lange? 2 Wochen. Also Urlaub. Endlich. Endlich, ja. Endlich. Aus Italien. Tschüss. Viele Italiener sind an Bord. Sie können nur über Frankfurt oder München nach Mykonos fliegen. Direktflüge nach Griechenland sind von Italien aus noch nicht möglich. Das Äffchen und für dich. Die Crew feiert ihren Erstflug. Hier steht jetzt Bame Mykono, das heißt auf geht's nach Mykono auf Griechisch. Sie ist Halbgriechin. Ja. Das Gate hat gerade angerufen und zwar haben wir ein Pärchen dabei, das dort heiraten möchte auf Mykonos. Und die Dame hat ihr Brautkleid dabei, sie möchte es nur ungern in den Bin verstauen, macht sich ein bisschen Sorgen wegen Zusammenfalten. Ich habe mal weitergegeben, dass wir das schon unterbringen werden und dass wir das schon verstauen werden. Mit Sicherheit, das machen wir möglich. Ja. Also, wenn wir jetzt auf ein Traumschiff wären, dann wird der Kapitän natürlich das Brautpaar vermählen. Im Flieger gilt Maskenpflicht. Boarding is completed. Während des gesamten Fluges. Dankeschön. Engine Start. So, dann sind Sie jetzt frei zum Trennen. Einen schönen Tag noch. Danke für die Hilfe. Ciao. Oh, da steht er. Freizeichen, ja, ich sehe ihn. Im Cockpit dürfen Piloten ohne Mundschutz arbeiten. Die Maske stört beim Funken. Die Nase muss frei sein und riechen, wenn hier etwas schmoren sollte, sagt der Kapitän. Jetzt müssen wir sogar mal anhalten, weil ein Flieger kommt. Jetzt dürfen wir. Aber deutlich mehr Verkehr als vor einem Jahr. Wunderbar. Bist du ready von Rolling? Dann geht's direkt los. Wind von rechts. Take off. Der Rückenwind schießt die Urlauber geradezu nach Mykonos. Sie werden 20 Minuten früher ankommen, sagt Dino Prag. Autopilot 1. Zurück nach Frankfurt zum Airport Duty Manager. Tobias Grast ist im Süden unterwegs. Er ist mit seinen Kollegen mitverantwortlich für die Sicherheit auf dem Vorfeld. Ich schaue halt immer, was sich verändert hat. Das sind so die Sachen, ob es irgendwo was Interessantes, Neues gibt. Viel hat sich verändert in 14 Monaten. Die Fassade von Terminal 3 ist fast fertig. Die neuen Gates hätten sie 2019 gut gebrauchen können. Konstant am Limit gelaufen. Ist halt anders gekommen jetzt, ne? Also der Verkehr war deutlich niedriger, dafür haben wir halt Flieger parken müssen in dem Jahr. Sein Lieblingsflieger? Die A380. Nur noch eine von 14 Lufthansa-Maschinen steht in Frankfurt. Ja, es ist ein bisschen traurig, dass der Flieger so ein schnelles Ende gefunden hat. Es ist zwar nachvollziehbar, aber es ist doch ein bisschen schade drum. Doch ganz verschwindet der Riese nicht. Herzklopfen bei den Planespottern. Da ist sie wieder. Nach einem Jahr der erste A380-Linienflug. Aus Dubai. Emirates besitzt 117 dieser Giganten. Sie müssen damit fliegen. Die meisten Airlines haben das weltweit größte Passagierflugzeug aus der Flotte genommen. Zu teuer. Dieser A380 ist 10 Jahre alt. 400 Millionen Euro hat der Flieger mal gekostet. Jetzt der vorerst letzte Flug.
ohne Passagiere. 14 Giganten waren für die Airline unterwegs. 2 Maschinen stehen aktuell im französischen Lourdes. Lufthansa schickt den Rest der Flotte nach Spanien, Teruel, auf Europas größten Flugzeugparkplatz für Tiefschläfer. Auch diese Maschine wird dorthin fliegen. Ob jemals wieder eine deutsche A380 starten wird, ist abhängig von den Buchungszahlen auf der Langstrecke. Eines ist jetzt schon sicher: Die meisten der 14 Giganten werden nicht mehr nach Frankfurt zurückkommen. Zum Abschied winkt der Pilot mit 400 Tonnen. Er wird fehlen. Er ist halt extrem groß, es geht nicht auf allen Positionen. Ja, und jetzt haben wir solche Positionen geschaffen und jetzt nehmen die den Flieger aus der Flotte. Der Kranich setzt auf den Airbus A350. Er sei sparsamer und leiser. Alle 17 Maschinen fliegen, 5 sind bestellt. Die letzten Monate waren auch für Tobias Krast nicht leicht. Das war, finde ich, schon ganz schön belastend. Ne? Also so diese Kontakteinschränkungen, wenn ich merke, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich meine Familie sehe, weil Corona, dann ist das schon irgendwie belastend und komisch. Ne? Bin dann auch nicht mehr rausgegangen, um Rad zu fahren zum Beispiel. Ich habe dann zu Hause gesessen, obwohl Radfahren ja eigentlich alleine überhaupt kein Problem gewesen wäre. Aber so das Mittel, was bei mir eigentlich immer funktioniert, um den Kopf frei zu kriegen, hatte dann auch nicht mehr funktioniert. Also keine Ahnung, ich glaube, da reagiert jeder so ein bisschen individuell anders drauf. Ich fand es sehr beklemmend. Da tankt einer. Wir müssen ja noch eine Betankungskontrolle machen. Jedes Unfallrisiko vermeiden. Auch das gehört zu seinem Job. Servus. Tobias Krast vom Airport Duty Management. Ich würde gerne bei Ihnen eine Routine-Betankungskontrolle machen. Dürfte ich dann am Anfang den Ausweis mal sehen, bitte? Durch Kurzarbeit könnten Mitarbeiter aus der Übung sein, sagt Tobias Krast. Da lohnt es sich, mal nachzuschauen. Ich bedanke mich. Fantastisch. Alles nach Vorschrift. Das ist eine Vorgabe von unserer Genehmigungsbehörde. Wir haben das Recht zu kontrollieren, die Prozesse von den teilnehmenden Parteien hier. Und daraus ergibt sich dann im Endeffekt auch die Pflicht zu kontrollieren, dass alle Prozesse hier ordnungsgemäß laufen. Betankung ist ein Teilprozess davon. Die Maschine startet gleich nach Houston mit 130.000 Liter Kerosin. Seinen Segen hat der Flieger. Urlaubsflieger im Anflug. Zum ersten Mal landet Lufthansa auf Mykonos. Griechenland, Spanien und Italien öffnen für Touristen. Und sie kommen, sagt Flugkapitän Dino Brag. Der Luftraum so voll wie schon lange nicht mehr. Deutlich mehr Flieger um uns herum wieder zu sehen. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flieger, die wir jetzt hier direkt sehen in der nächsten Nähe und auch auf der Frequenz. Jetzt kommt gerade ein Vorsprung. Dino Brag trainiert Piloten, die seit Monaten kein Cockpit gesehen haben. Der Kapitän ist auch Ausbilder. Ich hatte jetzt in den letzten 2 Wochen auch viel Simulator und hatte da auch gerade ganz aktuell wieder 2 Kollegen, der eine 8 Monate, der andere 9 Monate nicht geflogen ist. Und die waren euphorisch. Die haben sich einfach nur gefreut, dass sie endlich wieder arbeiten dürfen und wieder ins Cockpit dürfen. Aber tatsächlich natürlich auch die Gespräche. Der Arbeitsplatzabbau, kommt der? Wie wird der vonstatten gehen? 35.000 Stellen sollen bei Lufthansa wegfallen. Geschäftsreisen bringen derzeit kein Geld, sagt der Pilot. Deshalb fliegen sie jetzt verstärkt Tourismusziele an. Ich merke es an mir selber, in meiner eigenen Familie, dass wir sagen, jetzt waren wir fast ein Jahr eigentlich gar nicht unterwegs und wir wollen endlich wieder Urlaub haben. Wir wollen wieder unbeschwert reisen und wieder unterwegs sein und uns entspannen. Und das wird deutlich schneller eintreten, diese Erholung, als die Geschäftsreisen. Fast alle Airlines bieten wieder Service an Bord, wie vor Corona. Auf diesem Flug noch umsonst. Ab sofort müssen Reisende auch beim Kranich für Speisen und Getränke zahlen.
Passagiere sollten Abstand halten, deshalb wurden die Mittelsitze nicht besetzt. Auch diese Regel ist aufgehoben. In der Economy Class wird es jetzt so gehandhabt, dass wenn die Möglichkeit besteht, also sehr geringe Buchungszahlen sind, dann versuchen wir das noch freizulassen, aber ansonsten wird der Mittelsitz nicht mehr freigelassen, weil tatsächlich auch die Studien gezeigt haben, dass es in Flugzeugen so gut wie keine Ansteckung gab. Einmal durch die Hygienemaßnahmen, die an Bord getroffen werden, und zweitens aber auch durch den immens hohen Luftaustausch, der hier an Bord besteht. Alle 3 Minuten wird hier komplett die Luft ausgetauscht. 596 Mykonos und wir steigen auf 3500. Der Urlaub fast greifbar. Hier vorne schon Mykonos zu sehen. Zum Urlaubsbeginn jetzt schon die Infos zum Urlaubsende. Meine Damen und Herren, in Abstimmung mit der Bundesregierung wurde entschieden, dass wir nur noch Gäste, die entweder einen negativen Covid-Test oder einen Impf- bzw. Immunitätsnachweis vorlegen können, zurück nach Deutschland transportieren dürfen. Eine Kontrolle durch das Bodenpersonal erfolgt vor jedem Abflug. Nur erfahrene Piloten dürfen Mykonos anfliegen, wie Kapitän Dino Prag. Die Landung ist anspruchsvoll. Die Bahn ist hier extrem kurz und auch sehr schmal. Und dadurch, weil die auch so schmal ist, normalerweise haben die Bahnen mindestens 45 Meter Breite, hier nur 30 Meter, entsteht für uns Piloten so das Bild, dass wir gefühlt zu hoch sind. Da müssen wir eben darauf achten, dass wir dieser Illusion nicht erliegen. So, jetzt geht's aber los mit dem Anflug. $400, $200, 100, 40, 30, 20, retard, retard, retard. Spoilers. Willkommen auf Mykonos. Kommt ran. Wunderbar. Meeresbrise bei 22 Grad. Ein Traum nach Lockdown und Homeoffice. Ciao, schöne Zeit hier. Tschüss, schönen Urlaub für Sie. Auf Wiedersehen, tschüss. Und nun möchten wir bitten, die Reihen 21 bis 25 auszusteigen. All passengers. Dass 160 Passagiere nach der Landung aufspringen und wegrennen, gibt's nicht mehr. Die Fluggäste werden nach Sitzreihen zum Aussteigen aufgerufen. Aus London, Manchester, Athen, München und Frankfurt kommen sie heute. Mehr als 3000 Touristen. Restaurants und Bars öffnen erst in 10 Tagen. Die Erstlandung auf Mykonos, auch für die Crew ein Highlight. Ja, passt wunderbar. Reinigungsteams putzen und desinfizieren alle 180 Sitze. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Erst dann dürfen die neuen Gäste an Bord. Cabin Crew, all those in flight. Nur 30 Passagiere wollen zurück nach Frankfurt. Engine 2 starts. Mykonos lebt vom Tourismus. 90.000 Besucher zählten die Behörden jeden Tag vor Corona. Auch Spanien und Italien melden hohe Buchungszahlen. Für Airlines und Hotels überlebenswichtig. Dann, you have control. Take off. Noch 3 Stunden bis Frankfurt. Wir fliegen schon mal vor. Die Corona-Krise hat Terminal 2 auch hart getroffen. Am 7. April 2020 gehen hier die Lichter aus. 25 Jahre nach der Eröffnung. Geschäfte und Restaurants schließen. Seit 14 Monaten kein Betrieb im Terminal 2. So, genug gejammert, ab geht die Post.
Terminal 2 soll wieder öffnen und macht sich flott für die Passagiere. Die Ruhezeit hat ihre Spuren hinterlassen. Nathalie Kaiser ist Area Managerin. Ihr Telefonbuch ist voll mit wichtigen Kontakten. Abteilungsleiter, Dienstleister, Handwerker. Die braucht sie, damit der Neustart gelingt. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, eine Begehung zu machen in Geldbereichen, um so ein bisschen Überblick zu bekommen, ne, wie ist der aktuelle Status. Ist das Licht schon wieder da, ist Elektro da, läuft alles so, wie es laufen soll. Und vor allem geht es halt darum zu gucken, was geht vielleicht noch nicht, ne? Wo leuchtet vielleicht ein Schild nicht, wo läuft in der WC-Anlage ein Händetrockner nicht. Das dann alles aufzunehmen und das eben abzuarbeiten dann in der Folge. 35.000 Passagiere, 250 Flüge zählten sie täglich vor Corona. Und jetzt? Man hat natürlich eine Idee, welche Flieger oder welche Airlines kommen wollen. Aber wie viele Leute dann tatsächlich da drauf sitzen werden, das kann noch keiner so richtig sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Das ändert sich jeden Tag insofern. Also ich würde schon so mir 3.000 bis 5.000 mindestens erhoffen, aber wir schauen mal, was es dann wird. Immer mehr Flugzeuge kommen nach Frankfurt. Touristen dürfen in vielen Ländern wieder einreisen. Der Ausblick macht Hoffnung. 85 Klimaanlagen hat Terminal 2. Heute heizen sie besonders gut. Die Eröffnung ist das größte Projekt für die Wiesbadenerin. Wie viele Deutsche hat auch sie Lust auf Sonnenwärme am Mittelmeer. Ja, immer. Das wäre echt schön. Mal wieder einen kurzen Flug und wenn es nur nach Spanien ist, ne, mal wieder ans Meer. Das wäre schon toll. Doch bevor von hier aus jemand ans Meer fliegt, müssen Nathalie Kaiser und ihre Kollegen jede Kleinigkeit checken. Dazu gehören 10.000 Sitze, 5.000 Türen und Deckenleuchten. Einfach allgemein, ob es alles ordentlich aussieht, ob die grünen Banderolen schon da sind, ob die Schilder leuchten, ob es vielleicht offene Decken gibt, wo wir noch mal gucken müssen. Tja, davon gibt's einige. Unter den Decken stecken 40 Kilometer Rohre, 3.800 Kilometer Kabel und 40.000 Sprinklerköpfe. Die Kontrollarbeiten waren erfolgreich, der Verschluss der Decken weniger. Zur Wiedereröffnung will man glänzen, aber nicht mit offenen Decken. Ja, bei der Masse, die wir jetzt hier aufnehmen, da verliert man schnell mal den Überblick. Und die Deckenelemente fehlen ja, die müssen wir jetzt wieder ergänzen. Ne? Deswegen schreiben wir uns mal auf und dann können wir nachher Kolonnen durchschicken, die das dann auch schließen. 50.000 Lampen leuchten im Terminal 2. Normalerweise. Auf der Kontrollliste stehen auch 37 Toiletten. Tot. Nicht schön. Ja, Wasser bräuchten wir noch. Haben wir jetzt gemerkt, sowohl am Wasserhahn als auch an der Toilettenspülung kommt nichts. Das müssen wir gleich den Herren noch zu Protokoll geben. Die Herren notieren und reparieren. Da fehlt der Druck. Da müssen wir noch mal gucken. Ja, das ist der bisschen unklamorösere Teil des Ganzen natürlich, ja. Aber es gehört einfach dazu, ne? Wir sind halt generell für die Infrastruktur im Terminal so ein bisschen mitverantwortlich, dass halt alles funktioniert, was der Passagier so benutzt. Da ist das eben auch ein Teil davon, ja. Inklusive Stehprobe. Sehen die anders aus als die anderen? An über 100 Urinalen. Auch irgendwie merkwürdig hier zu stehen, ne? Schon ein bisschen. Ja, das kann ich nicht leugnen, dass das merkwürdig ist. Macht es bei denen einen Unterschied? Noch eine Probe mit der Zielgruppe. Immer bis 30 oder was? Man kennt seine Zeiten. Wie die gehen. Ja, also. Warum haben Sie denn bei Fraport angefangen und diesen Job? Was ist denn das Tolle daran? Ja, Faszination Flughafen, man kennt den Ausdruck, ja. Ich habe dann damals einfach geschaut, weil mir dann irgendwann wieder in den Sinn kam, dass ich den Flughafen und tatsächlich als Kind auch schon immer schön fand und mit den Eltern auf die Besucherterrasse gefahren. Und dann habe ich geguckt damals und dann gab es tatsächlich die Möglichkeit, ein duales Studium zu machen. Und ich habe mich beworben und ja, es hat funktioniert und dann seit 2004 bin ich hier. Stirnfalten bekommt sie nicht bei den Mängeln. Alles Kleinigkeiten.
sagt Nathalie Kaiser. Das ist so das Alltägliche, ja. Es kommt einem jetzt so viel vor, weil wir uns jetzt alles auf einmal angucken. Aber an sich die Themen, das ist schon so normal. Auch normal in Corona-Zeiten die Acryl-Spuckschutzwand. Sonderanfertigung für 140 Check-in-Schalter. Montiert mit deutscher Gründlichkeit, inklusive Schutz gegen das euphorische Reisepublikum. Das sind die Klebestreifen, dass die Spuckschutzwand, wenn sich ein Passagier dagegen drückt, dass sie nicht verschoben wird. So, fertig. Was hier so ruhig aussieht, ist harte Arbeit. Jede Kleinigkeit überprüfen sie. Sie müssen. Nächster Test: 46 Rolltreppen. Draußen vor dem Terminal 2 ist Airport Duty Manager Tobias Krast unterwegs. Ein sehnsuchtsvoller Blick auf einen Urlaubsflieger nach Antalya. Der letzte Urlaub ist für Tobias Krast und seine Freundin schon lange her. Wir hatten das Glück, wir haben es vor dem zweiten Lockdown gerade noch so an die Nordsee geschafft für ein langes Wochenende. Und dann haben sie hinter uns quasi abgesperrt. Also der letzte Urlaub, der noch möglich war. Und das hat sich gut angefühlt. Ein Gewinner in der Corona-Krise? Fracht. Cargo Airlines melden Rekordumsätze. Passagiermaschinen transportieren Güter statt Touristen. Täglich landen Flieger aus Amerika, Asien und Afrika, beladen mit Obst und Gemüse, Computer und Medikamenten. Ja, wahrscheinlich haben die Frachtflugzeuge an sich gar nicht die Kapazität, das alles zu transportieren. Und im normalen Betrieb ist es ja so, dass viel von der Fracht sowieso als Beiladung in Passagierflugzeugen befördert wird. Jetzt, wo der Passagierverkehr mehr oder weniger zusammengebrochen ist, muss man eben ein Passagierflugzeug mit Fracht voll machen, wenn man es anders nicht lösen kann. Jede Woche landet die Indian Air Force mit einer C-17. Corona hat Indien brutal getroffen. 4000 Tote täglich. Vor Ort fehlen Medikamente und vor allem Sauerstoff. Die C-17 ist eine Transportmaschine des Flugzeugherstellers Boeing. 77 Tonnen kann sie laden und 10.000 Kilometer nonstop zurücklegen. Luftwaffen weltweit fliegen sie. 35 Tonnen werden die Soldaten heute mitnehmen. Sauerstoffflaschen und Medikamente. Nächster Stopp: Neu-Delhi. Tobias Krast ist auf dem Weg zur Nordwestlandebahn. Seit einem Jahr stehen dort Flugzeuge. Jetzt müssen sie weg. Es kommen Flieger von der Nordwestbahn runter. Alles für unterschiedliche Positionen. Also im Grunde genommen müssen wir für 4 Positionen gucken, ob die Rollstrecke jetzt tatsächlich frei ist. Noch eine Woche bis zur Wiederinbetriebnahme der Bahn. Delta Alpha steht da hinten, die kann problemlos abgezogen werden. Am anderen Ende noch die 4 und die 6 von Papa 6 und Papa 8 aus. Papa 8 ist hier, das ist auch kein Problem. Papa 6 ist auch kein Problem. Also ist es einzig und allein vorne im Papa 4. Das heißt, da sagen wir denen dann Bescheid, dass die sich zurückziehen müssen. Tag, die Herrschaften. Mahlzeit. Ihr müsstet leider mal auf die Seite, weil die Delta Delta abgezogen werden soll. Dann danke ich euch. Gut, tschö. Die Spezialfirma entfernt Fugen zwischen den Betonplatten. Fraport hat während der Sperrung die Bahn saniert. Altes Fugenmaterial muss raus, neues rein. Insgesamt 48 Kilometer. Betonplatten dehnen sich aus im Sommer und ziehen sich im Winter zusammen. Fugen gleichen das aus. Die Arbeiten machen Dreck, viel Dreck. Der muss weg. Ein Fall für eine der größten Kehrmaschinen Deutschlands, den Kerminator. Ich glaube, hier in Hessen und Umgebung gibt es keine Maschine wie diese Maschine. Christian Wasselin steuert den Riesen 10 Meter lang, fast 5 Meter Kehrbreite und 510 PS. Es fühlt sich gut an. Vor allen Dingen das Vertrauen von der Firma zu bekommen, dass man die Maschine fahren darf.
Es sind noch einige wenige, die diese Maschine fahren dürfen bei uns. Das ist schon eine Auszeichnung, würde ich mal sagen. Der Hochdrucksauger arbeitet mit 300 bar. Der Tank liefert 6000 Liter Wasser. Der 37-Jährige arbeitet seit 5 Jahren am Flughafen, ein Meister seines Faches. Naja, ich bin LKW-Fahrer. Schwerpunkt Kehrmaschine würde ich jetzt mal behaupten. Der Kerminator, auch eine Flughafengeschichte. Irgendwie. Tobias Krasch ist mitverantwortlich für Sonderparkpositionen von Flugzeugen. Mit Eröffnung der Landebahn und Terminal 2 ist der Flughafen wieder zu 100% nutzbar. Sorgen hat man immer, ne? Es kann ja noch mal wieder schief gehen. Wer weiß, ob eine 4. Welle kommt. Im Moment denke ich, es deutet nichts drauf hin. Vielleicht in Zukunft irgendein anderer Virus und eine andere Pandemie und wir haben wieder den gleichen Ärger. Also das hat ja so ein bisschen die Augen geöffnet für die Gefahr, die da tatsächlich besteht. Das ist das Einzige. Also im Moment bin ich optimistisch und freue mich wirklich sehr, dass es jetzt wieder losgeht. Das ist auf jeden Fall ein Aufbruchszeichen und nicht so frustrierend und deprimierend. Vielleicht ist die Fliegerwelt in 2 Jahren wieder die alte, so wie vor Corona. Ein riesiger Arbeitsplatz, der wieder sicher ist, sagt Tobias Krast. Zurück zu Terminal 2. Das 560 Meter lange Gebäude soll wieder öffnen. Endspurt für Nathalie Kaiser und ihre Kollegen. Das ist einfach der Hinweis gewesen von den Kollegen von den Bodenverkehrsdiensten, dass die Fluggastbrücken gesperrt waren, dass eben keiner reingehen sollte. Deswegen haben die einen kleinen Hinweis. Das soll natürlich schon professionell aussehen. Ne? Das passt natürlich für so eine Phase, wo hier nichts los ist, ist das völlig ausreichend. Aber wenn wir wieder Publikumsverkehr haben, soll es natürlich schon ordentlich aussehen. Jedes Gate checken sie. 27 hat Terminal 2. Das Kontrollteam entdeckt jeden Schaden und ist dann noch so klein. Ich bin der Neumacher. Wer hat's kaputt gemacht? Die Kehrmaschine. 3500 Heizkörper stehen im Terminal. Ja, jetzt müsste ich ein bisschen, warte mal. Mit Abdeckung. Dann haben wir's. Dann kommen wir auch ins Fernsehen, siehst du? Auch 46 Rolltreppen testen sie. Theoretisch. Gehen. Sie laufen auch, also fahren auch lieber, ne? Na klar. Die Kontrolle, ein Fitnessprogramm über mehrere Stunden. Wir gehen runter. Terminal 2 ist so groß wie 60 Fußballfelder. Runter? Grüne Banderolen gehören zum Hygienekonzept. Für jeden zweiten Sitz eine. Insgesamt 3600 Stück. Nach 4 Stunden ist dieser Kontrollgang für heute beendet. Morgen wieder. Bis dann! Die Gepäckausgabe. Der letzte Koffer wurde hier vor 14 Monaten abgeholt. Man muss ja irgendwie leider sagen, dass man sich mittlerweile so ein bisschen fast gewöhnt hat an den Anblick. Aber ich freue mich auch schon drauf, wenn es wieder anders aussieht. Drängeln, schubsen, der Kampf um die Koffer am Band. In Zukunft verboten. An der grünen Linie ist Schluss. Warten mit Abstand. 2000 Streifen müssen die Mitarbeiter kleben. Ohne sie gibt's keine Betriebserlaubnis für das Terminal. Im Prinzip sind das hunderte kleine Puzzleteilchen, die nachher ein großes Bild ergeben. Es fängt an natürlich, immer die Grundlage sind die technischen Anlagen im Hintergrund. Ne? Habe ich Licht, habe ich Strom, laufen die Lüftungsanlagen, also habe ich Klimaanlage, habe ich Heizung. Von dem ausgehend geht es eben darum, dass alle Funktionen, jede Prozessstelle, jede Einrichtung, jede Technik eben wieder funktioniert, sodass wir hier wieder Passagierabfertigung machen können. Nathalie Kaiser ist in der Empfangshalle. Hier werden die Rolltreppen erneuert. Laufen die Arbeiten nach Plan? Das ist keine Kunst, kann also weg. 8 riesige Rolltreppen. Experten nennen sie Fahrtreppen. 25 Jahre alt. Fahrtreppen an Flughäfen sind Sonderanfertigungen. Sie sind extrem stabil für Gepäckwagen und Menschenmassen. Die hat ausgedient. Bis zu der Frankfurt, bitte. Schrott.
Die Herren hinten helfen beim Lenken des Schwergewichts. 6 Tonnen ungefähr, über den Daumen. Ein Daumen passt hier nicht mehr dazwischen. Maßarbeit und einzige Möglichkeit, die Treppen nach draußen zu ziehen. Vor der Tür wartet ein Schwertransporter. 2 Treppen passen auf den Tieflader. Beim Schrotthändler gibt's noch Geld dafür. Es ist eine alte Treppe, die sind noch richtig schwer. Die neuen ist nicht so schwer mehr. Die neuen Treppen werden morgen geliefert. Die nächste Attraktion hängt in 34 Metern Höhe, sagt Area-Managerin Nathalie Kaiser. Da oben werden gerade Netze gespannt als Absturzsicherung, weil oben drüber die Glasscheiben ausgetauscht werden, oder die Oberlichter, wie wir das nennen. 7000 Quadratmeter, also knapp, na und? Genau, ein Fußballfeld groß ist das Glasdach. Die Arbeiten waren schon vor Corona geplant. Im Sommer könnten pro Tag bis zu 100.000 Passagiere kommen. Zu viel für Terminal 1 und die Corona-Vorschriften. Mit Terminal 2 können die Menschen besser verteilt werden. Testdurchsage. Wir überprüfen die Funktion der Lautsprecheranlage. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Die Lautsprecher funktionieren, Nathalie Kaiser ist zufrieden. Terminal 2 kann öffnen. Sie blickt optimistisch in die Zukunft. Was anderes bleibt uns nicht übrig, sagt sie und geht in ihr Büro. Thank you for your understanding. 500 Kilometer südlich. Flug 1511 ist auf dem Rückflug von Mykonos. Unter ihnen die Alpen. Noch knapp eine Stunde bis Frankfurt. Der Erstflug ins neue Urlaubsziel für Alexander Holzer und Dino Prag ein Erfolg. Auch wenn der Rückflug noch so aussieht. Ich glaube, das Geschäftsmodell wird sich etwas ändern, etwas verschieben. Das merkt man jetzt ja auch an dem Erstflug nach Mykonos. Wir werden viele touristische Ziele neu in unser Programm aufnehmen. Wir wollen alle fliegen, wir wollen alle in den Urlaub, wir brauchen es für unsere Wirtschaft. Und deshalb denke ich, es geht weiter. Dass First Officer Alexander Holzer studiert hat, könnte ihn retten, falls er seinen Traumjob verlieren sollte. Viele Kollegen haben nur die Pilotenausbildung. Ich glaube, die wenigsten von uns haben einen richtigen Plan B in der Schublade. Ich jetzt auch nicht so unbedingt. Man macht sich Gedanken, aber ich bin jetzt auch sehr optimistisch. Also ich hoffe jetzt einfach, dass unsere Impfstrategien und Öffnungsstrategien fußen werden und dass wir mit einem gemeinschaftlichen Schulterschluss alle an Bord halten können und ich auch nächstes Jahr noch hier weiterfliegen darf. Ja. Seit 5 Jahren fliegt der 33-Jährige. Er möchte noch Kapitän werden. Etliche Piloten haben der Flugbranche Adieu gesagt, lassen sich umschulen zum Lokführer. Lufthansa 9 Charlie Hotel, clear land runway 25 Setup. Alexander Holzer landet den Airbus in Frankfurt. 50, 40, 30, 20, retard, retard. 70 knots, aft control. Fast alle Positionen am Terminal 1 sind wieder belegt. Links ist frei. Im Sommer könnten die Flugbewegungen kurzfristig 70% des Vorkrisenniveaus erreichen, meldet Lufthansa. Alex, vielen Dank. Sehr gerne. Ich glaube, dadurch, dass wir halt von einem extrem niedrigen Niveau kommen, ist das natürlich jetzt, alles was mehr ist einfach toll. Man darf da nicht in absolute Euphorie verfallen, das ist leider einfach so. Aber es ist alles besser, als was bisher einfach war. Und wenn wir jetzt merken, die Kurve geht nach oben, die Buchungen steigen an, wir starten mit den neuen Zielen und diese werden auch angenommen, dann ist es einfach toll. Und es macht einfach Spaß, das zu sehen und gibt Hoffnung auf die Zukunft. Viel Erfolg. Dankeschön.